Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Meckamauz und heute will ich euch mein neues Nähstudio zeigen. Außerdem bekommt ihr einen gratis Nähkalender für 2020 und ich bin auf der Suche nach Probenähern. Meckamauz Sewing – Nähen mit der Mauz. Hier ist es! In den letzten Wochen habe ich dieses eingerichtet. Vorher hatte ich ein Eck im Wohnzimmer, dort hatte ich zwar mehr Platz, aber es musste alles gleich wieder weggeräumt werden. Jetzt kann ich tun und lassen, was ich will in meinem kleinen Nähstudio. Mein großer Nähtisch besteht aus 2 Regalen mit zusätzlichem Stauraum. Hier habe ich zum Beispiel ein Utensilo genäht, wo viele Werkzeuge zum Nähen Platz finden. Auf der anderen Seite habe ich einen Haken für Lineale und mein Nadelheft. Die Anleitung zum Nadelheft findet ihr in meinem Blog, den ich euch unten verlinke. Für mein Garn habe ich Garnhalter gebastelt. Auch hierzu gibt es eine Anleitung, die ich euch in der Infobox verlinke. Für weiteres Zubehör habe ich Werkzeugboxen gekauft, die ich zur Orientierung mit Aufklebern beklebt habe. Einen zusätzlichen Tisch zum Zuschneiden und wieder wegklappen musste ebenfalls her. Was ich auch echt toll finde, ist mein Regal für Borten und Bänder. Das war ein altes Tellerregal. Ich habe einfach Halter aus Holz ausgeschnitten, um die Stäbe zu befestigen. Mein Regal dahinter bietet Stauraum für meine Nähmaschine, Nähwerke und vieles mehr, wie zum Beispiel mein Bügelkissen. Auch zu diesen gibt es eine Anleitung, die ich euch in der Infobox verlinke. Meine Schneiderpuppe dient natürlich nicht nur zum Mustermachen, sondern auch zum Präsentieren meiner Nähwerke. Mein neuestes Projekt ist eine Vintage-Kochschürze. Dafür suche ich aktuell Probenäher. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung, wie ihr euch bewerben könnt. Das Schnittmuster bekommt ihr nach dem Probenähen als Freebie bei der Anmeldung für meinen Newsletter. Zu guter Letzt wollte ich euch noch mein Kalender-Freebie zeigen. Dieses könnt ihr euch auf meiner Webseite downloaden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, um keine Nähvideos mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!